surrounding my mind and you let me fall. You let me fall. Ich bin schneller als du. Yes! Nochmal ein Countdown. Die haben doch gerade schon einen Countdown gemacht. Mal gucken, da man es irgendwie hier voll hohe Auflösung, wie es geht. Das war der Countdown vom Countdown. Hello everybody and Jetzt kommt gleich nochmal ein welcome to Age of Countdown. Empires fan preview. I'm Zach Robinson, although you probably know me Zero better Empires. as Zero Empires. Thanks for joining us here in the town centre with our good friend Barbarossa. We're all really excited, and even though we can't be around each other right now, we're thrilled to have you here, even just virtually. But we're especially excited for you to finally get a look at everything new we have to share for Age of Empires. Today will be a celebration of Age of Empires, and we're going to show you tons of stuff you've never seen before. Das With our hoffen wir first doch. ever looks at Age of Empires 4, including a new campaign, never before seen civilizations, new updates for our Age of Empires Definitive Edition games, and of course, lots and lots of gameplay. After the show, visit the virtual village at ageofempires.com, where you'll be able to explore and discover even more about Age of Empires 4 with photo ops, digital downloads, and exclusive content from the game. I can tell you, everyone who's been working on this beloved franchise has been pouring their souls into it for years. And when you're involved in something this great, sometimes the hardest part is not telling anyone about it. Well, today that's over. We know you're dying to see it, and we're not going to make you wait any longer because we've got a whole lot of show to get through. So let's kick things off by getting a very first look at one of the brand new playable civilizations in Age of Empires 4. Ich find's geil, wie einfach alles mittelalterlich eingerichtet ist und er hat einfach einen Pullover an dann so. Passt du gar nicht. Er müsste auch so ein mittelalterliches Kostüm anhaben. Ja, genau, ja. Das passt so gar nicht. Das ist so sowas wie Inder oder so, ne? Mhm. Boah, Elephant, ja. Vielen Dank, Pausenapfel, für den Raid. Herzlich willkommen. Wir schauen uns gerade das Age of Empires 4 Preview an. Das ist gerade live von Age of Empires. Ihr seid gerade rechtzeitig. Es geht gerade richtig rund. Age of Empires 4. Vielen, vielen Dank, Pausenapfel. Shoutout an dich. Delhi Sultanat war das. Mit Kriegselefanten. Das ist was für Frodo. We're starting with elephants, and I can tell you it only gets bigger from here. Now we're about to look Größer als at the Elefanten. reveal for one of the 4 new campaigns for Age of Empires 4. History is the hard-fought road from ambition to victory. It molds warriors into kings and heralds the Oh, das sieht halt rise schon echt so anders of aus. empires. Ja, sieht schon nice aus. Ja, Auf jeden wow. Fall. Also, The ich glaube, year grafisch is wird schon nice sein. 1066. Harold, king of the Anglo-Saxons, rules England. But his crown has been promised to another contender. Kennst du dich mit Geschichte aus? Duke William Geht so. of Ich habe Normandy. Geschichte immer nicht leiden können, weil ich so blöde Lehrer hatte. While Harold fends off Viking raiders in the north, Du? William crosses the English Channel, intent on seizing the throne. The two rivals would clash at the Battle of Hastings. So, also sieht aus, als könnte man so eine riesen But epische one battle does not Battle-Kampagne win a machen. war. And power, once grasped, can be easily lost. In the north, the peasantry rebels against a king they do not recognize. Ich frage Northern mich... barons ally with Ah, okay, das Viking ist dann der invaders and Spieler-View seize quasi. the city of Weil das York. andere sind ja eher so William must act Filmszenen-Views quickly. und du fragst dich, wie sieht das für dich als Spieler selbst aus? Ja, das And Gameplay, his ja. Genau, das descendants Gameplay. will fight over the Frag mich halt auch, ob man crown for dann decades to einzelne, come. jede einzelne Einheit trotzdem kontrollieren kann In a oder nur noch bloody große Gruppen contest oder on so, both ne? Ja, sides das of the channel. weiß ich nicht, das stimmt. Normandy is besieged. Civil war erupts.
and would-be kings wrestle for control of both England and France. The Norman conquest still echoes 1066 across hat sie the gesagt, ages in stone and story. And it's just one such tale in the Age of Empires. Norman Campaign. Also eine Remember, Kampagne. that's just one War das of the gerade, 4 ja. historic campaigns you'll experience in Age of Empires 4. Sieht so wack You're aus seeing mit a dem lot of Pulli, magic sorry. on the screen today. Das But what Huhn we don't auf dem always Tisch see noch. is the hard work and passion that really brings these games to life. Frank, du kannst doch Right jetzt nicht now, kommen let's gehen go mitten behind in the der Age scenes of at Relic Empires Studios to meet some of the Preview. people behind Age of Empires 4. Flügel hoch, nie gut. Let's go! Geil, das We are Huhn. Relic Entertainment in Vancouver, Canada, and we are at the forefront of real-time strategy games. Relic is one of the last bastions for fans of real-time strategy games. It's really exciting to be surrounded by people who've also been playing and in some cases making these games for over a decade. Relic is a place of passion, collaboration, and creativity. You know, Relicans are highly collaborative, so this is a place where people come together to make the very best real-time strategy games. What I refer to as the team Ich weiß at es Relic nicht, is Usaritze. really every discipline, every professional, every department. We have Ich hab noch nie von denen support partner gehört, teams, gebe ich ehrlich finance, IT, communications, tech services, HR, recruiting. Everyone feels like part of the same group of people. When we all decided that we were going to work from home, it was a pretty easy decision to make, although an agonizing one. But obviously, health and safety and security is top of mind for us. Working through the pandemic has been challenging. I think that's pretty straightforward for everyone to accept. But I'm really proud of the way that the team has adapted to that. I'm excited. I literally can't wait to get it into the hands of the community. I think the release is just the beginning Hi, for us. Suladan. AoE Zone. We know that our best work Du comes from being meinst der truly connected to the community YouTube-Chat, that's been Fröde. living Du and hast schon breathing gesehen, Age es of gibt Empires since the very Elefanten. beginning, more than Es gibt 20 eine neue years ago. Zivilisation mit Elefanten. You can't make a game like Age of Empires 4 without the partnership of players who are as passionate about the game as you are about developing it. So we formed the community council, and Da ist ja we've been Odette, working with the Leute. Ja, council das sind ja throughout game Leute, die wir development kennen. to playtest the Viper, game ja, and krass. Tato. provide valuable kind of feedback to helping shape the game to where it is today. You know, all Wann of war those das insights denn? kind of help us Keine deepen our Ahnung. understanding of our Ist schon eine players Weile her, and oder what they nicht? want to see. Da habe ich At the safe end nicht of mal the AoE day, gespielt. It's the players who play our game who are going to gauge whether it's wahrscheinlich auch a nicht. fun game, whether it's a game that they want to play. And so we're not making the game for ourselves. We're making this game for the community. There's a lot of new innovations in Age of Empires 4. If you love campaign, we've got a really interesting and innovative way of presenting the campaign to you. This sort of modern documentary style that's really going to allow us to connect history and gameplay. You know, if you're a multiplayer player, you know, you engage in the competitive scene. There's a bunch of really different and very Schafe? asymmetric civs that, you know, I think the franchise hasn't seen Schafe, die da before. All of the hinterhergerannt civilizations sind. play very, very differently. Our vision is really to make sure that we really cater and understand like what it is that a wide set of diverse audience wants to see in the game, and we don't just kind of design for a specific subset. We worked closely with historians and experts to make sure that we could capture the essence of the history that we're striving to portray. And then internally within Relic as well, we have a dedicated campaign design team that are also working on building the missions, and they are doing their own research alongside the narrative team. And we have an art team that's building all of these great sets Ach, das for ist us ja cool, that wenn man matches sowas with mal the sieht. history. And it's a big effort. When you look at the game, every unit you play, every building you construct, every sound you hear, every word you read, Dass dann so die Bewegungen gecheckt werden und dann übertragen werden ins Game. Das We've ist ja done a great cool. job capturing the essence Schon of stark the gemacht, haben original schon games viel Effort and trying to translate reingehauen. those Halt into relativ a modern real, context. We've created something that players will be able to jump in and recognize, and then it gives them the kind of the foundation to explore a lot of the new things that are in the game and find the things that they love. This is our biggest and most ambitious title yet, and we can't wait for you to play it.
A huge thank you to everyone at Relic for keeping the spirit of Age of Empires alive and well, and for continuing to add even more great content to the series. Let's check out the new gameplay with a very first look at a new take on the Chinese civilization in Age of Empires 4. Da bin ich jetzt eher gespannt drauf. Jetzt geht's los, Leute. Gameplay. Da bin ich sehr gespannt drauf. Mit China. Oh boy. Chinese. Archers. Yes. Ob man auch mit mehr Dorfwohnern startet? Wie ähnlich das am Ende dann wohl ist. Ja, bin auch gespannt. Aber das ist auch schon mal sowas ähnliches wie Handkanoniere, das sah aus wie Expos, Schwertkämpfer, also ist schon so, klar sehen die Einheiten nicht ähnlich aus, aber sie haben so vielleicht den gleichen Charakter oder sowas in die Richtung. War das Gameplay jetzt? Ja, ich wollte eigentlich richtiges Gameplay sehen. Ja, ich dachte auch, man hat jetzt irgendwie doch mehr so Filmszenen wieder gesehen. Das heißt ein bisschen We've also loved going back to our classic titles to bring you our definitive editions, bringing these games to an established and new age players. Here's what's coming to the definitive editions. Okay, na gut. Was kommt denn für uns? For more than 2 decades, together, we've built simple villages into massive kingdoms in one of the most beloved real-time strategy franchises of all time, Age of Empires. We are proud to be part of gaming history, and in the past 3 years, we've helped Das sieht halt alles mehr nach Filmtrailer aus, also Filminformationen habe ich jetzt noch nicht bekommen. And muskets. Ja, ich meine, Filmszenen sind schön und gut für so ein Event, aber man will dann schon auch gerne wissen, wie ist das Gameplay an sich, wenn ich das Game später spielen werde. Ja, genau. Truly helped us create the best versions of Age of Empires ever. Oh, Today, we're proud to announce even more updates coming to the Age of Empires Definitive Collection. First, coming this summer, we are excited to announce our second expansion, Dawn of the Dukes, taking you to Eastern Europe in the Age of Empires 2 Definitive Edition experience, with new campaigns and much more. We're also excited to announce that later this year, Age of Empires 2 Definitive Edition is getting co-op for the first time. We've handpicked a specific set of campaign missions and historical battles to play with friends and work Das ist schön together für die Casual-Spieler. Ja, das ist schön, dass auch was für die Casual-Spieler dazu kommt. And we have more changes in store for Age of Empires 3 Definitive Edition as well. On Tuesday, Ich hoffe, sie machen halt nicht wieder neue Age of Gimmicks. Empires 3 DE will release Neue was? its first major update. Wir haben ja gesagt, sie machen eine neue Expansion, aber ich hoffe, dass sie nicht wieder 2 neue Sys machen, die sehr weird sind, so wie die aktuellen 2, weil die aktuellen 2 passen halt gar nicht richtig ins Game so aktuell. Units, a brand Sehr new weird. age-up mechanic, and so much more. The United States civilization will be available for free for a Gut, Age limited of time Empires 3 kenne ich mich gar nicht mit aus. Ja, das Game ist sehr wenig gespielt, sag ich mal. Also ich And kenne later jetzt nicht this viele year, Leute, die das Age aktiv 3 spielen. DE will be showcasing African civilizations. As we begin work on our brand new expansion, we will have more info to share soon, so stay tuned. There's more to come as we keep building and improving on the legacy of Age of Empires that began over 20 years ago. Be sure to download the definitive collections on Xbox Game Pass, the Windows Store, or Steam today. The Age of Empires community is diverse and vibrant, Schaf and one that hinten. I am so proud to be a part Spricht of. gleich aus. This last Das ist year ein has been aggressive sheep. difficult, and Age of Empires has brought us together even when we can't be face to face. Whether you're a player, a creator, or even a fan, thank you Casual for sind halt making this Hauptzielgruppe, community ja. a Das great sieht man place da to auf jeden be. Fall auch. Let's Klar. take a look at you, Ist the auch so. community. Competitive ist halt ein geringer Partner. This is a celebration of all things Age of Empires. In 1997, 24 years ago, Oh, das hab ich auch the very noch. first Age of Empires came to PC across the globe, and players got to play an age up from the Stone Age to the Iron Age. Ist halt echt krass, wie lang es schon gibt. Ja. Da gab's auch diese Monitore, wo man echt jemand töten konnte mit. I've made so many friends. I've become a part of this community. My life is different now because of Age of Empires.
Something to just sit down to and enjoy the sense könnte of ich auch von culture, mir the sense of behaupten. history. Now today, we're helping gamers age up from being farmers to empire builders across the Age of Empires franchise. And it's all thanks to support and passion of our players. Is it Age of Empires? Dude! Our community has been the driving force behind the success of the Age franchise. The games truly would not be what they are today without you helping us pave the way. Still looking in corners to see if he might be hiding. Boom, 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 boom. Hello, everybody. You were here with us when we went through a revival with AoE 2 HD and came with us for the Renaissance. That was our definitive editions. We're going to be doing definitive editions of both of those titles. This is actually the most hair I've had for probably 15 years. We've loved watching you grow with us through every title, and we can't wait to see what you bring to Age of Empires 4. Age of Empires lets you rewrite history as any civilization from all over the world. So it's no surprise that our community shows the same diversity. My name is Patricio, I'm from Argentina. From Serbia, Belgrade. I'm Dmitry and I'm from Russia. I'm Orion, I'm 29 years old from Norway. Not only do you hail from all corners of the map, but also across multiple generations. Couldn't write or read, but I was playing Age of Empires and it was totally awesome. Oh Gott, diese We're so proud to Cosplays. have such a welcoming So and friendly geil. community. Everything I know about Age, I've learned from the chats. The community is a wealth of knowledge. You've also helped Age of Empires explode into the esports world. Players, are you ready? We fight till the death. I was gonna ask your strategy, but that feels pretty good. This is intense. Go to military units. Who's got the more cav? I don't think Kaiser wants to fight it just yet. Oh, it's close though. I mean, he's losing his cav so quickly. GG, Wow. okay. Let's go into game number 1. Oh my Das war Not only have you given the niedlich. world exciting gameplay, you've also given us some of the most memorable moments in the Age of Empires history. What a huge moment for Doubt here. What a performance in Red Bull Wallow 3, and the game is over! We've seen this outpouring of love for the Age of Empires titles, and it's kept our development team around the globe inspired. They're always hard at work, pouring through historical texts for ideas to create new gaming experiences for you to enjoy. And our community team has been alongside you, ensuring every player, new and old, is heard and is able to contribute. We want to keep the love going for many years to come. I now crown you. From the very beginning, you've battled and waged war to make your mark in the history books. Thank you for being part of the global community that is Age of Empires. And now the war moment wholesome, you've würde man all auf been Englisch waiting sagen. Ja, for. wholesome. You came here for Das it. stimmt, You're ja. ready for it. We're taking an extended look at Age Dort of aufs Cover Empires 4 packen, ja, wäre schon gameplay nice footage. gewesen, ja. Jetzt nochmal Gameplay, In Django. engine Jetzt kommt looks nochmal Gameplay. Absolutely stunning. I'm happy to tell you, the wait is finally over. Na, endlich. Ich hatte schon Enjoy. gedacht, das war's. Ja, echt. Das Wochen war ja kein richtiges Chinese-Gameplay. Ja. So, jetzt Jetzt. aber. Bitte zeigt eine POV von einem Spieler. Okay. Genau, was er hat. Dark Age, okay. Ah. Ah, es gibt ganz normal Lumbercamps, Bergarbeiterlager und so. Das haben wir Reliquie. Oh, die Schafe. Die laufen hinterher. Wir laufen dem Scout hinterher. Das ist halt Ja. schon sausüß. Mühle, Häuser. Ja, das scheint schon relativ ähnlich sein, auch Farms und so. Es ist halt sehr realistisch sieht das Ganze halt aus im Ja, Vergleich es ist zu halt eine AoE2. ganz andere Grafik. Also komplett. Ja, also ja. es sieht halt komplett anders aus. Definitiv. Aber ich meine, ja, es ist halt auch ein anderes Spiel. Klar, natürlich. Oh, die Pferdchen sind süß. Oha. Also man kann da scheinbar auch so wirklich perspektivisch sehr nah rangehen und dann sieht das schon krass aus irgendwie. Die Frage ist halt, wie das im Gameplay, was wahrscheinlich rauszoomen müsste. Natürlich, ja. Aber diese kleinen Truppen sieht schon so aus, als ob man auch micronen könnte, also einzelne Einheiten und so. Das können sie eigentlich gar nicht weglassen. Ich meine, wenn sie die ganzen Pros mit Ja. einbezogen haben.
Dann haben die da auch bestimmt mit Wert draufgelegt, dass man auch einzelne Einheiten bewegen kann. Oh, so viele Schafe! Ich sollte aufhören, nur auf die Schafe zu schauen. Okay, was war das jetzt? Ach, die packen alles ein? Ja, das sind Mongolen. Mongolen sind ja ein Wandervolk sozusagen. Also das kann halt sein, dass man Mongolen praktisch relocaten kann auf der Map, ne? Das wäre ja irgendwie saukrass. Es ist halt eine weirde Game-Mechanik, es ist schwierig so was zu balancen halt, aber kann schon funktionieren. Ja. Es sieht so aus, als ob wenn ein Gebäude brennt, dass es dann aktiv runterbrennen kann, wenn man es nicht repariert, oder? Mit diesem Feuerding da oben drauf? Gute Frage. Nächste Frage. Ja, nächste Frage. Kann ich nicht beantworten. Release-Date, ich glaube nicht dieses Jahr mehr, nächstes Jahr frühestens. Meinst du? Ja. Castle Age, also es gibt wahrscheinlich auch wieder 4 Ages, das ist schon mal gut, dass die Grundmechanik beibehalten ist. Ja. Weil das ist sonst sehr verwirrend für viele Leute. Schau mal, Frodo, Elefanten. Und Siege Tower gibt es auch wieder anscheinend. Und man kann auf den Mauern stehen. So ein bisschen wie ein Stronghold Crusader, ne? Mönche, die heilen. Da sieht man auch, wer gerade geheilt wird. Ein Weltwunder? Nee, dafür war es vielleicht ein bisschen klein, auch nicht im... Okay, Imperial Age. Okay. Ach, sieht halt schon hübsch aus, so von den Ja, also die Gebäude sind schon sehr Figuren nice her gemacht. und die Gebäude, ja, es ist sehr detailliert. Ist halt die Frage, ne, wie sind dann die Anforderungen auch wieder für den PC? Klar, auf welcher Grafik kannst du das überhaupt spielen? Ja, genau. Ja, Xetina, das ist hier ein Gameplay-Ausschnitt. Ich habe irgendwie auch gesehen, dass es irgendwelche Helden gibt oder so anscheinend. Oder so Einheiten, so dieser vorne, der da gerade reitet mit dem weißen Schwert. Ja. Da kann man irgendwie die Einheiten dann buffen oder sowas, habe ich schon mal gesehen. Genau, also die können irgendwie noch mal Special-Zauber oder so. Was ich ganz witzig finde, wie die immer so die Einheiten so perfekt anordnen, wie wenn es so in der realistischen Schlacht, das passiert halt nie im echten Gameplay. Trebuchets. Doch, soll dieses Jahr noch? Herbst 2021. Incredible. The way it all comes together, seeing those massive armies fighting in the end, the Schon Delhi episch. war elephants, Ja, the auf jeden Mongols Fall. packing up their town, the Chinese fireworks from the nest of bees. I don't know about Feuerwerk. you, Das but I finde ich ja irgendwie cannot auch wait cool. to join you in playing Age of Empires 4 later this year. Age of Empires 4 will be available worldwide on Windows 10, Xbox Game Pass for PC, and Steam. And if you can't wait that long, don't worry, there's a closed beta on the way too. Head over to ageofempires.com to become an Age Insider for the chance to get in on all of the fun. For the next week only, you can also check out a virtual village with even more info about Age 4, including downloads, exclusive content, and deep dives Schauen wir uns gleich auch on noch some an. of the new civilizations that you saw today. And if that's not enough,
we're partnering with Alienware to give away a one-of-a-kind Age of Empires branded liquid-cooled Aurora R11 Giveaway, desktop Leute. to one lucky Age Insider. Sweepstakes entry is only available for a limited time to new and existing Age Insiders in certain regions. So head to ageofempires.com to enter and for more information. What a show! But we aren't done just yet. Here's a recap of what we've seen today. So, da könnt ihr nochmal, falls ihr den Anfang verpasst habt, ein paar Ausschnitte sehen. Vielen Dank, Pete. Thank you so much. Can't wait either. Thank you all for joining us, especially our little friends here in the town centre. Jetzt hat er schon 3 Hühner gesammelt. Und ein Schaf läuft bei ihm. On the next title in the groundbreaking Age of Empires series. We're about to say farewell, but not before leaving you with one more peek at something coming to Age of Empires 4. Was hat er gerade gesagt? Es gibt noch einen extra Teil, was sie jetzt zeigen wollen. Irgendwas extramäßiges. Gameplay oder was? Ich weiß es nicht, was das jetzt... Sieht aber eher aus wie eine Kampagne mit der Burg da. Oh, Wasser! Das haben wir bisher noch nicht gesehen. Stimmt, ja. Okay, also es gibt auch Wasser wieder und Schiffe und Zeug. Okay, Django, wie fandest du es, sag mal? Interessant. Also... natürlich, man hat so ein bisschen jetzt Gameplay gesehen, aber so richtig, wie man es dann sich wirklich in-game spielen wird, hat man jetzt nicht gesehen. Also das hat noch, waren jetzt noch nicht dabei. Aber ich fand eigentlich die Sachen ganz cool. Kommt halt drauf an, wie gut sie das umsetzen. Also, was sie jetzt gezeigt haben. Aber man sieht auf jeden Fall, dass sich die Leute viel Mühe geben. Ja, und dass sie da auch viel die Pros mit einbeziehen und die Community mit einbeziehen. Also ich glaube, Age of Empires ist tatsächlich ein sehr community-lastiges Spiel irgendwie auch. Und das ist ja schön, wenn die das dann für Age of Empires 4 mitnehmen, weil bei Age of Empires 3 ist es ja nicht so also nicht übergegangen. Von Age of Empires 2 auf Age of Empires 3 ist nicht übergegangen, aber Age of Empires 4, ja dann schon. Oh mein Gott. Vielleicht. Ja. Ja, mal schauen. Es sah auf jeden Fall schön aus, auf jeden Fall episch, man bekommt auf jeden Fall Bock, also ja. Definitiv, ja. Also da bekommt man Lust drauf. Okay, Django. Jo. Ja, denn? Hast du noch letzte Worte dazu? Wir müssen auf jeden Fall dann 1v1 gegeneinander spielen. Das ist auf jeden Fall abgemacht. Was müssen wir gegeneinander spielen? Mongolen? Wir machen dann 1v1 gegeneinander. Oh Gott, ja, können wir gerne machen. Da muss ich auch noch ein bisschen trainieren vorher. Ja. Ich meine, in Age of Empires 4, da bin ich ja auch ein Noob. Ja, ich muss trotzdem noch mehr trainieren. Okay, fair enough. Okay. Und genau, damit würde ich mich für heute von dir verabschieden zuerst mal und wir gucken uns noch ein bisschen so Krimskrams an. Ja, machen wir. Vielleicht gucken wir jetzt irgendwann mal wieder Krimskram zusammen an. Mal schauen. Wer weiß, genau, gerne. Also schönen Tag dir noch. Und dir auch, Django. Ciao, ciao. You